Kennst du dieses Gefühl, dass du noch so viel Deutsch lernen musst, aber nicht weißt, wo du anfangen sollst? Das hat jetzt ein Ende. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und dieses ist das zweite Video meiner kostenlosen 6-teiligen Unterrichtsreihe. Du lernst in diesen beiden Wochen, wie du am effektivsten und schnellsten Deutsch lernst, indem du richtig lernst. Und deshalb machen wir heute einen Lernplan für dich, damit du in den nächsten 80 Tagen dein Deutsch auf das nächste Niveau bringen und das Jahr 2023 mit hervorragenden Kenntnissen beginnen kannst. Im letzten Video hast du einiges über die 4 Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen gelernt und mit welchen Aktivitäten man sie üben kann. Für die größten Fortschritte solltest du alle 4 parallel trainieren. Du hast das Video noch nicht gesehen? Kein Problem, ich hab's dir hier oben verlinkt. Heute nehmen wir alle diese Aktivitäten und machen daraus einen 80-Tage-Lernplan, mit dem du am besten Deutsch lernen kannst, egal ob für das B- oder das C-Niveau. Du kannst damit entweder alleine lernen oder Hand in Hand mit mir in einem meiner Deutschkurse. Mehr dazu später. Für das heutige Video habe ich dir einen wunderschönen Lernplan erstellt, den du dir kostenlos herunterladen kannst. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Video. Wenn du schon auf meiner E-Mail-Liste bist, hast du ihn schon in deinem Postfach. Also, los geht's! Wir starten mit deinem Ziel. Wozu lernst du jetzt gerade Deutsch? Das ist die wichtigste Frage, auf der dein gesamter Lernplan aufbaut. Und du solltest dir deine Antwort sehr gut überlegen und nicht einfach sagen, ich will mein Deutsch verbessern, sondern ganz konkret werden. Brauchst du Deutsch für deinen Beruf? Wenn ja, für welchen Beruf? Welche Art von Kenntnissen brauchst du dort? Musst du mit vielen Kunden oder deinen Kollegen sprechen? Musst du eher E-Mails schreiben oder doch etwas ganz anderes machen? Versuche so gut wie möglich und im Detail zu definieren, was du brauchst. Denn die deutsche Sprache ist sehr komplex und alles auf einmal lernen wollen endet immer im Chaos. Übrigens, wenn du in einem deutschsprachigen Land oder allgemein auf Deutsch arbeitest, mach dir unbedingt ein Profil auf LinkedIn oder Xing und fang an, dein Netzwerk zu vergrößern. Schreibe Menschen aus deinem Berufsfeld an, all das ist Kommunikation und bedeutet viele neue Kontakte, denn die Menschen auf diesen Berufsplattformen sind in der Regel sehr offen für Gespräche. Oder hast du das Ziel, eine Deutschprüfung zu bestehen? Wenn ja, welche Prüfung? Goethe, Telg, TestDaF. Wenn das dein Fall ist, brauchst du speziell für diese Prüfungen einen Lernplan und für keine andere. Ich verlinke dir zu allen Prüfungen Seiten mit kostenlosen Modelltests und auch zu meiner Leseliste mit Büchern speziell für die Prüfungsvorbereitung. Überlege dir wirklich gut, was genau du erreichen möchtest und schreibe es auf. Gerne auch hier als Kommentar, denn bestimmt haben viele von euch ähnliche Ziele. Mache auch eine Analyse von deinen Stärken und Schwächen. Was kannst du schon gut und worin bist du noch nicht so gut? Schreibe auch das auf und sei ganz ehrlich zu dir selbst. Um schnelle Fortschritte zu machen, solltest du vor allem an deinen Schwächen arbeiten. Als nächstes brauchst du einen gut strukturierten Plan mit hochwertigen Materialien.
Um in 80 Tagen auf das nächste Niveau in Deutsch zu kommen, brauchst du die richtigen Materialien für dein Lernziel. Das kann ein bestimmtes Lehrbuch sein, das dir eine Struktur gibt. Das können Online-Materialien sein, die du in deinem Lernplan organisierst. Oder natürlich ein Deutschkurs, der dir die Sicherheit gibt, dass du alles eins nach dem anderen lernst und einen Lehrer an deiner Seite hast. Ich weiß, es gibt super viele Kursangebote und das kann überwältigend sein. Oft hat man auch Probleme damit, den Kurs rechtzeitig zu beenden oder immer pünktlich zum Unterricht zu kommen. Denn im Leben ändern sich die Dinge so oft. Das ist ja menschlich. Wenn du einen zeitlich flexiblen Kurs mit lebenslangem Zugang willst, wo du nicht zu einer bestimmten Zeit lernen musst, sondern nach deinem Rhythmus, dann könnten meine Kurse passend für dich sein. Bei deiner Entscheidung ist es wichtig zu beachten, dass der Kurs deinem Niveau entspricht und du das lernst, was du wirklich brauchst und auch schaffen kannst. Das heißt, neben deinem Ziel sollte dir klar sein, wie viele Stunden Zeit du pro Woche hast. Hast du einen Job, eine Familie oder andere Verpflichtungen? Dann hast du möglicherweise nur 2 bis 3 Stunden pro Woche. Das ist schon ein guter Anfang. Auch hier solltest du ehrlich zu dir sein. Klar will jeder von uns 10 Stunden pro Woche lernen, aber erlaubt unser Leben uns das? Setze dir lieber ein kleineres Ziel, denn wenn du von den 10 geplanten Stunden nur 3 schaffst, dann wirst du dich richtig schlecht fühlen. Aber wenn du von 3 geplanten Stunden 3 schaffst, dann wirst du dich super fühlen. Auch 1 Stunde pro Woche ist besser als keine Stunde. Und besser mehrmals pro Woche weniger Stunden lernen als alles an einem Tag. Also bitte keine 10 Stunden am Schreibtisch sitzen und Vokabellisten lernen oder Grammatikbücher durcharbeiten. Das schafft dein Gehirn nicht. Du bist kein Computer. Ich persönlich lerne am liebsten in kleinen Einheiten am Tag, maximal 20 Minuten, dann eine kleine Pause und dann nochmal 20 Minuten. Die Zeit haben wir irgendwo im Laufe des Tages, oder? Es ist sehr wichtig, die deutsche Sprache in deinen Alltag zu integrieren und auf Deutsch zu denken. Egal, was du den Tag über machst. Wie heißt das alles auf Deutsch? Jetzt kommen wir mal zur Lernpyramide, die ich dir im ersten Video gezeigt habe, mit den 4 Fertigkeiten: Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben. Denn wir wollen deinen Lernplan nun mit gutem Material füllen. Meine Empfehlung: Suche dir für jede Fertigkeit 1 bis 2 Materialien oder Aktivitäten aus und notiere sie für jede Woche in deinem Lernplan. Dafür habe ich dir ja viel Input im ersten Video gegeben. Wenn du noch andere Materialien suchst, schreibe bitte einen Kommentar unter dieses Video und ich versuche dir weiterzuhelfen. Achtung! Alle 4 Fertigkeiten sind parallel zu trainieren. Das heißt, jede Woche lesen, schreiben, sprechen und hören. Am besten alle 4 an jedem deiner Lerntage, auch wenn es nur kurz ist. Und jetzt mal ganz ernst. Halte dich an deinen Plan. Ja, du brauchst dafür Disziplin, aber dein Ziel ist doch so viel größer und stell dir den Moment vor, wenn du den Lernplan erfolgreich beendet hast. Und mit diesem positiven Gedanken im Kopf kannst du einen wunderbaren Lernplan für die nächsten 80 Tage erstellen. Du hast jetzt erstens ein ganz klares und detailliertes Lernziel für dich definiert und wie viele Stunden pro Woche du wirklich Zeit hast. Du hast den Lernplan und kannst dir aus dem ersten Video Aktivitäten notieren, die du machen möchtest und musst, um an dieses Ziel zu kommen.
Und am wichtigsten, du hast dich fest dafür entschieden, dein Deutsch zu verbessern und du nimmst diese Entscheidung ernst und ziehst es durch, denn du willst jetzt endlich dein Deutsch auf das nächste Niveau bringen und das schaffst du auch. Du hast jetzt im Prinzip alles, was du dafür brauchst. Wie gesagt, lade dir deinen Lernplan kostenlos herunter und fülle ihn aus. Der Link ist unter dem Video. Als kleine Inspiration habe ich dir auch einen Lernplan von einem meiner Kursteilnehmer dazu gemacht. Damit kannst du sehen, wie strukturiert und organisiert sie in meinen Kursen lernen, um ihr persönliches Lernziel zu erreichen. Das ist natürlich nur ein Beispiel-Lernplan. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und manche haben etwas mehr und andere etwas weniger Zeit zu lernen. Das Wichtigste ist, dass du dich an deinen Plan hältst. Stell dir vor, dein Chef hat dir diesen Plan gemacht. Du hast also keine andere Wahl. Versuche so gut wie möglich in die deutsche Sprache einzutauchen und jede Gelegenheit zu nutzen, um etwas zu lernen oder zu wiederholen. Und wenn du jetzt sagst, ich schaffe das nicht alleine oder ich will das nicht alleine machen, keine Sorge, ich kann dir dabei helfen und für dich da sein. In den letzten 2 Jahren habe ich 3 fantastische Online-Deutschkurse entwickelt. Einen kompletten B-Grammatik-Kurs, einen B-Vokabelkurs mit den wichtigsten Wörtern und einen C1-Kurs, der dich endlich vom B auf das C-Niveau bringt. Mittlerweile habe ich hunderte erfolgreiche Deutschlerner in meinen Kursen, die ihre Sprache massiv verbessern konnten. Und letztens dachte ich mir, es sind noch 3 Monate in diesem Jahr. Jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt, um die Kurse nochmal für euch zu starten und eine Challenge mit euch zu machen. Denn wer will sich nicht am Ende des Jahres auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich hab's geschafft. Wenn du an einem der Kurse teilnehmen willst, setzen wir deinen Lernplan gemeinsam um. Du bekommst alle für dich nötigen Inhalte online von mir mit lebenslangem Zugang, auch für Prüfungsvorbereitung. Es gibt wöchentliche Livestreams, Textkorrekturen, so viele wie du möchtest. Du kannst mir deine Fragen stellen und es gibt eine tolle Linkster-Community, in der du die anderen Teilnehmer kennenlernen, dich mit ihnen über deine Erfolge und Schwierigkeiten austauschen und sogar Lerngruppen bilden kannst. Du bist nicht alleine. Diese 3 Kurse kann ich leider nicht kostenlos anbieten, aber keine Sorge, bei mir gibt es Quality Made in Germany zu einem Top-Preis. Sei dabei und lerne zusammen mit mir und allen anderen Teilnehmern auf der Lernplattform der Linkster Academy nach deinem Rhythmus und Tempo und mit Fokus auf deinem persönlichen Lernziel. Und am Ende des Jahres hast du so große Fortschritte gemacht, dass du das Jahr 2023 mit ganz neuen Deutschkenntnissen startest, weniger Angst vor Fehlern hast und deinem Ziel ein sehr großes Stück näher bist. Wie klingt das für dich? Gut oder supergut? Wenn ja, mach dich bereit, denn die Anmeldung beginnt schon am Sonntag und ist nur für ein paar Tage möglich, denn wir starten gemeinsam Anfang Oktober. Du kannst dich schon mal ganz unverbindlich in der Liste der Interessenten eintragen und bekommst dann rechtzeitig alle nötigen Informationen per Mail. Der Link ist wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Und zum Abschluss habe ich noch eine tolle Nachricht für dich. In Teil 4 der Unterrichtsreihe, also dem nächsten Livestream, kannst du sogar einen oder mehrere Plätze in meinen Kursen gewinnen. Also komm auf jeden Fall vorbei, es lohnt sich.
Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich sag Tschüss und seh dich bald im Stream. Deine Julia.